So, die nächste Folge startet. Und wir gehen einfach in das System BP113. Der Bug hat sich erledigt. Das ist die neue Mission. Wir sollten in die Zeit zurückreisen mit dem Raumschiff. Das wisst ihr ja alles eigentlich schon. Habt ihr ein bisschen Gelaber verpasst, aber das war auch nicht so viel, was er da erzählt hat. Also von daher alles schon bekannt. Also er hat nichts Neues gesagt. Ihr habt echt nichts verpasst. Die Nacht des Kometen. Wir werden gerufen, Captain. Soll ich das auf den Hauptschirm legen? Auf den Schirm. Warum labern die nicht mehr? Sie sollten sich privilegiert fühlen, Sada. Nur wenige Leute bekommen dieses System jemals zu sehen. Meine Organisation hat ziemlichen Aufwand betrieben, um es aus den Navigationskarten herauszuhalten. Dieser Stern ist ideal dafür, was die Piloten der Sternflotte als Katapult bezeichnen. Die Sektion 31 verwendet ihn ab und an, um mit Problemen fertig zu werden, die einen etwas kreativeren Lösungsansatz erfordern. Ihre beste Chance zur Rückkehr zu dem Zeitpunkt in der Zeit, den Sie benötigen, ist die Nutzung der Anziehungskraft des Sterns zur Beschleunigung Ihres Schiffes auf eine so hohe Geschwindigkeit, dass Sie den Zugriff auf das Zeitkontinuum erhaben. Ich habe mir die Freiheit genommen, die Ausbuchsberechnung für Lichtgeschwindigkeit in die Datenbank Ihres Schiffs einzuspeisen. Sie müssen mehrere Punkte treffen, wenn Sie sich um den Stern herum bewegen. Nach der Annäherung sollten Sie einen Navigationsleitstrahl sehen. Streben Sie darauf zu und Sie werden die richtige Flugbahn zum Katapult haben. Das ist ein schwieriges Manöver, Sada. Wenn Sie nicht jeden Punkt in der richtigen Reihenfolge treffen, funktioniert das nicht. Ich hoffe, dass Ihr führender Offizier dieser Aufgabe gewachsen ist. Ist er bestimmt. Noch eine Sache vor Ihrem Start. Ich habe Ihrem Schiff einen Holo-Emitter zugeteilt. Sie werden als klingonische D7 mit einem entsprechenden Zugangscodes für den Zeitraum erscheinen, haben aber dennoch Zugang zu allen Waffen des 25. Jahrhunderts, die Sie für den Kometen benötigen. Ändern Sie die Zeitlinie nicht mehr, als unbedingt nötig ist. Zerstören Sie den Kometen und halten Sie die Devidianer auf, aber halten Sie sich ansonsten möglichst aus allen Ärgernissen heraus. Ich würde Ihnen Glück wünschen, aber ich habe das Gefühl, dass Sie das nicht als ehrlich gemeint empfinden würden. Oh doch, ich denke schon, dass er uns Glück wünscht, weil er Erfolg haben will. Nicht, weil er sich um uns Sorgen macht. Wir sind bereit, den Holometer einzusetzen und die Fahrt rund um den Stern zu beginnen, Captain. Bada bam. Wir sind ein klingonischer D7. Ach, wie süß. Ach, die alte Zeit. Und lustig, wie die damals aussahen. Na gut, legen wir mal los. So, ein bisschen wegzoomen. Dumm. Noch langsam. Das wird sich gleich ändern. Zum Beispiel jetzt. Ah, wir haben einen guten Wendedings. Das sollte kein Problem sein für uns. Also einen guten Wendewert. Gute Wendegeschwindigkeit und wir haben es. Tschüss. Es ist ja auch sehr einfach gemacht, also das da durchzufliegen ist absolut gar kein Problem. Captain, anhand des Verfalls der Elemente in diesem System sind wir ca. 150 Jahre in der Vergangenheit angekommen. Und etwa um das Erdenjahr 2265. Eingehendes Signal, Sir. Es kommt von einem Schiff der Constitution-Klasse, das sich als USS James identifiziert. Die Mitteilung wird auf dem Bildschirm geleitet. Attention, unidentified ship. I am Commodore Jacob Ross in command of the USS Reuben James. We have been searching for a Klingon vessel reported to have attacked a colony in the Gliese system. You fit the description of the ship we are looking for. Unless you can prove you are not, we will take immediate action. Captain, die Reuben James hat die Verbindung unterbrochen. Sie reagieren nicht auf Rufe und die Waffen werden geladen. Wir können Commodore Ross' Schiff nicht ernsthaft beschädigen, ohne eine Beschädigung der Zeit zu riskieren. Aber wir müssen uns verteidigen und unsere Mission erfüllen. Ich schlage vor, wir versuchen, das Schiff außer Gefecht zu setzen. Da ist die Reuben James. Greifen wir mal an.
Vielleicht haben wir so gar keine Chance gehabt. Und da sehen wir das Schiff der Constitution-Klasse. Ist es nicht süß? Okay. Och nö, nicht runterbiegen. Captain, der Komet nähert sich der Station. Seine triolische Energie macht es für die Devianer einfacher, sich zu manifestieren. Die Leute auf dieser Station haben nichts in der Hand, um sie zu bekämpfen. Wir müssen ihnen helfen, ansonsten werden sie alle sterben. Na gut. Wenn es denn sein muss. Immerhin passt meine Crew zu der Zeit. Äußerlich so. Captain, ich erfasse mehrere devidianische Lebenszeichen. Wir müssen schnell machen, um die Station von ihren Anwesenheit zu befreien. Okay, die haben alle noch die Uniform an, von damals. Nur ich habe mich umgezogen. Ach ja, sammeln wir das hier mal auf und hoffen, dass hier nicht wieder ein... Willst du mich verarschen? Hier was einsammeln. Ja, da hinten. Oh, den noch. So. Jetzt das jetzt hier einsammeln. Kenn ich, was haben die dagegen, dass ich das hier einsammle? Wenn die das noch brauchen würden. Die fressen doch eh nur die Energie der Menschen. Also die... Ne, hier müssen wir nicht lang. Wo geht's denn hier? Wie verwirrt. Bin ich blind? Was wollen wir denn hier machen? Gerade den Wald vor lauter Bäumen wahrscheinlich nicht. Da ist die Tür. Ach Gott. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier es gutheißen würde, wenn die Devidianer in die Party vermasseln würden. Ich erkenne Waffenfeuer, zerbrochenes Glas und Zeichen eines Gemenges. Es ist eine Kneipenschlägerei, Sir. Wir müssen sie niederschlagen, wenn wir die Devidianer aufhalten wollen. Die oberste temporale Direktive ist in Kraft, Sir. Ich schlage vor, dass wir alle Waffen auf Betäubung schalten, um möglichste Schäden, bla bla bla. Zeitlinie zu verhindern, ja, ja. Erstmal die. Offizier da hinten, ey. Ach, warte mal. Schade. Ich will den Nahkampfangriff testen, aber hier können wir testen. Warte. Kommt doch mal her. Den kann er auch immer machen. Macht einen Roundhouse-Kick. Na gut, jetzt nicht gerade, aber jetzt. Ich wusste immer, dass Chuck Norris Vulkanier ist. Ach komm schon, lass mich los. Du bist schon fast tot gewesen, Alter. So. Endlich Ruhe. War da hinten noch was? Also ein Gegner? Ja, da sind auch Gegner. Hier alles mal an. Ist er nicht? Kann wir Unterstützung jetzt holen? Das ist geiler als der Roundhouse-Kick. Werden wahrscheinlich nicht lange da bleiben. Das ist cool. Ah, da sind sie weg. Ey, Hallöchen Nummer 1. Ja, dann so. Dann, keine Ahnung, so. Den. Das ist das Nahkampf. Machen wir mal dahin.
Ja, den Notauskick finde ich jetzt nicht so toll. Das kann man da mal hinmachen. Das haben wir noch gar nicht getestet, aber irgendwie weiß ich auch nicht. So, die Gegner haben wir. Das heißt, wir müssen noch zweimal Gegner bekämpfen, nehme ich an. Wenn ich das hier richtig verstehe. Aber hier nicht, okay. Das haben wir noch getan, wie immer. Warte mal. Und nur Klingon. Was macht die hier? Macht ja auf einer Sternflottenbasis, dann noch ist hier Sternflotte. Da. Verstärkung. Da, irgendwie werde ich schon treffen. Oder Verstärkung finde ich cool. Das mag ich. Verstärkung ist nämlich immer gut. Oh, im Boden drinne. Wir nehmen die trotzdem mit. Verstärkung haut wieder ab. Braucht 2 Minuten zum Aufladen. Okay. Dann wissen wir Bescheid. Und wir müssen den nächsten säubern. Wahrscheinlich der letzte jetzt. Da sind sie. Gleich mal Granate draufwerfen. Nee. Ja, scheiße. Oh. Hör auf mich zu halten. Arschloch. Hasse dieses halt nicht. Hasse es so sehr. Was wurde gerade noch getroffen? Das Halten ist echt das nervigste. Ne. So. Oh. Okay. Reden plötzlich mit uns. Hey, those things are holed up in the lounge, and they've got some of my customers in there with them. The door is barricaded, but a few hits with a phaser should take care of that. Get my people out of there. Ja, gleich. Erstmal nehme ich das hier mit. Und nur eine olle Kiste, wo wir keinen Schlüssel für haben. Aber egal. Die stehen immer noch hier rum. Machen Urlaub. Anscheinend. Oh, und wie komme ich da jetzt rein? Ach so. Geht doch. Ach nö. Verstärkung bitte. Noch nicht schon wieder. Ich hasse es, halten zu werden. Ich hasse es. So. Ich mal das Ding hier aufgestellt, das tarnt uns anscheinend ein bisschen. Ich weiß noch nicht, was für einen Schaden die sehen machen. Könnte sein, dass wir uns auch mehr Schaden nehmen. Aber ich glaube nicht. Sehr schön. Noch das Portal muss zu.
Also die Waffe ist so ein bisschen ätzend, ne? Finde ich. Juhu. Ach, Gott sei Dank. Oh, hallo Scotty. Ich erkenne dich doch sofort wieder. Thanks for the help, friend. What were those things? That spirit snuck up on me. I noticed a spike in trialic energy, and I was working to adjust the station's shields to compensate. I went to fetch a hyperspatter, and I was attacked. If you help me, I can finish my repairs before the trialic energy reaches lethal levels. Ja. Das machen wir doch gern. By the way, you can call me Scotty. Er hat uns wiedererkannt, erinnert ihr euch? Er hat uns noch nicht kennengelernt, aber wir ihn. Ist ja lustig. Müsste jetzt was sein hier. Also hier sieht er uns zum ersten Mal, auf der Station hat er uns ja schon gekannt. So meine ich das, falls ihr das nicht verstanden habt. Und das ist der Moment, in dem er uns kennengelernt hat. Wir kennen ihn ja schon. Da hinten läuft er lang. Da ist er. Er redet irgendwas. Das ist zu wackelig und zu schnell weg. So, jetzt können wir mit ihm reden. Just as I suspected, the trialic energy is increasing. We'll be cooked like a haggis if we don't do something about it. There is a wee store on this station. The lass who runs in Cassidy said they might be getting a supply of the new quantum flux regulators. The Mark II versions. If we had one of those regulators, I could modify the flux coordinating sensors and use them to modulate the shields protecting the station. That would buy us some time. Go find Cassidy. She'll know where they are. Na gut. Gehen wir mal zu Cassidy, wie er sie nennt. Jetzt ja Cassidy genannt, aber er wird schon wissen, wie sie heißt. Dann laufen wir mal zu Cassidy. Die verarzten sich hier, das ist schön. Und da ist die besagte Cassidy. Hallo. What were those things? They were floating, and then one looked at me. I feel so weak. And then he lifted me up, and it was horrible. Are you looking for something from the store? A quantum what? I'm sorry. I'm just too scared right now to think about selling anything. I'm closing down until I get my wits about me. Maybe it would be best if I packed up and went back to Sherman's planet. Wie kann ich helfen? I don't know. Maybe a nerve tonic would soothe me. Can you get one for me? Eine Nerventinktur? Nee, eine Nerventinktur. Guten Tag, Barkeeper, geben Sie mir was. What can I get you? A nerve tonic? Almost every culture in the galaxy has nerve tonics. Most worlds have multiple variations, and everyone thinks that the one their grandmother made is better than all the rest. Look, I-10 borrowed a commerce station in the middle of one of this quadrant's busiest trade routes. It's my job to be able to make anything you want, but you gotta be specific. I could make you 14,647 different nerve tonics, 18,397 if you're bowling it. So, what kind do you want? Tell you what, one of the waitresses should be able to help you narrow down what kind of nerve tonic would be best. Talk to one of them, and then come back. I'm sure we can make exactly what you need. Aha, okay. Reden wir doch mal mit einer der anderen. Also, Who do you die think you sitzen. are? First the lights go all strange, then these weird creatures show up, and worst of all, you're here picking fights with my best customers. Look at dear, brave, handsome Captain McQueen here. He could have been killed. You should be ashamed of yourself. Ja. Der sieht nicht so gesund aus. Über die Nerventinktur? Nerve tonics. How can I think about nerve tonics when my sweet Captain McQueen is injured? If you want to know about any sort of exotic beverage, go ask that drunken Scotsman. I mean Lieutenant Commander Scott. He knows more about alcohol than anyone I've ever met. While you do that, I'm going to make my sweet prince all
Dein süßer Prinz. Also keine Ahnung. So hübsch finde ich ihn jetzt nicht gerade. Egal. Außerirdisch haben wir da anderen Geschmack. Reden wir mal mit dem guten Scotty, der hier wartet. Hallo. Did you get the quantum flux regulator? Kennen Sie sich mit Nerventinkturen aus? Nerve tonics? Ugh, you don't look like you need one of those. These wee beasties are troublesome, but they're not as bad as a ship full of angry Romulans. Now, I've been known to enjoy an occasional nip of Scotch whiskey. That's the only nerve tonic you'll ever need. Why do you need to know about them? Ich möchte eine Nerventinktur für Cassidy bestellen. Oh, for Cassidy. Now that makes sense. She's a bonny lass, that Cassidy, and more than willing to spend a little time with the right Starfleet officer, if you know what I mean. But she hasn't got the stomach for fighting. Is she alright? I hate for anything to happen to her. Sie ist etwas aufgewühlt, aber es geht ihr gut. Glad to hear it. Sounds like she needs something to take a wee bit of the edge off. And that happens to be one of my specialties, along with transwarp transporter technology and warp field mechanics. Cassidy's been meeting me every evening in the bar for a spot of cheer, but I've never seen her order a nerve tonic. Perhaps if I told you what she likes, you'll be able to figure out the right mix. The bartender will help you. Was trinkt Cassidy gerne? I've seen Cassidy order these drinks. Alvianischer Brandy. Cassidy didn't like the salty taste of the Albion brandy, but she really enjoyed the fact that it was garnished with a drop of honey that floated on the top of the drink. Aha. Bah, garnish is getting in the way of a fine beverage, if you ask me. Can you imagine putting a wee piece of pineapple in a glass of 20-year-old single malt? It's preposterous. Okay, also Honig. I've seen Cassidy order these drinks. Blutwein. The only time I saw Cassidy ordering blood wine was when she was feeling under the weather. Poor lass. She liked that it was served warm, but she hated those blasted heavy metal mugs the Klingons use. And the potency of it was a bit much for her to handle. A girl like Cassidy needs something with a little less kick. Okay. Und nicht zu I've seen starkes. Cassidy order these drinks. Genevianischer Met. Celebra Oder Met. Cassidy and Denevian mead a few nights ago. Ugh, terribly sweet stuff, like drinking syrup. Cassidy didn't like the cloying sweetness, and the wee bird broke out into highs because she was allergic to the fruit garnish. I'm not ordering any of that stuff again. Also nichts Süßes. I've seen Cassidy order these drinks. Feuerwein. Cassie and I got into a drinking contest with a Klingon one night, and we ended up drinking fire wine. It's not as good as Scotch, mind you, but it's better than drinking warp core coolant. The next morning, after she picked herself up off the floor, Cassidy told me that the fire wine was so spicy that she was afraid it had eaten a hole through her stomach. I had to send her to see Bones for a checkup. Also, she said that drinking from those shallow bowls made her feel like someone's pet targ. Okay. Also auch nichts Scharfes. I've seen Cassidy order these drinks. Martini. Martinis aren't my cup of tea, as it were, but Cassidy seems to like them. She appreciates that a martini should be served as cold as possible, but since she nurses her drinks, the cold tends to dissipate, and she doesn't get the full effect. She's quite fond of those fancy stem glasses, though. Okay. I've seen Cassidy order these drinks. Oh Gott. The Marian Sunset. Cassidy really likes those Sumerian sunsets, mostly because of the sour taste. She hates that the drink is so weak, and has been trying to convince the bartender to add garnish to it, to make the happy feeling last longer. But he won't, because then it wouldn't be a Sumerian sunset. Me, I say a drink is a drink. If the lady wants a garnish, give her one. I've seen Cassidy order these drinks. Gagarin Whiskey. Cassidy really likes a little pick-me-up of a drop of Skagarian whiskey. But she doesn't like the wee shot glasses, or the silly paper umbrellas. Who ever heard of putting a wee paper umbrella in a glass of whiskey? It's sacrilege. If I ever go to Skagara, I'm gonna give them a piece of my mind. I've seen Cassidy order these drinks. Okay, das war's. Na, mal gucken, ob wir daraus was ableiten können. Wahrscheinlich mit dem Barkeeper reden. What can I get you? Ich brauche einen Drink. I'll need some more details before I can make a drink for you. If you need help figuring out what combination of ingredients you want, you should talk to one of the waitresses. That's what they're here for, after all. So, do you want it to be hot or cold? Ich denke mal kalt, Maxi. What kind of flavor profile are you looking for? Also süß, salzig und scharf war doof, also sauer. How strong do you want this drink to be?
Ah, ein kleiner Wachmacher. How would you like this drink to be served? Das auf jeden Fall in einem Stielglas. And last but certainly not least, what kind of garnish would Natürlich der Tropfen Honig. This should be all the info I need. I'll put the drink on the bar when I'm done. I'll put the bill on your tab. Na, dankeschön. Darf ja noch bezahlen dafür. Wisst ihr, ich rette hier Leben und dann muss ich noch so was bezahlen, also wirklich. Alkohol ist eh doof. So. Do you have a drink for me? Versuchen Sie das hier. This drink is too Oh, cold. leck mich doch. Also doch nicht kalt. What can I get you? Ah, noch ein I'll need Drink. some more deep. What kind of flavor profile? How strong do you Das want this lassen wir drink to be? mal. How would you like this drink to be served? And last but certainly not, this should be all the Achso, sollten noch den Drink erstmal nehmen. Oh, wir wegrennen. So, ich hoffe mal, das ist jetzt besser. Do you have a drink for me? I love warm drinks. They're so relaxing. Ich freue mich, dass Sie die Temperatur angenehm finden. There's a lovely sour note to this drink. I feel so refreshed. Ich freue mich, ich dachte, das wäre das Richtige für Sie. There's just enough oomph to this drink to make it really stick with you. I like that. Sie sahen aus, als könnten Sie eine kleine Aufmunterung vertragen. I love the style of this glass. It accentuates the flavor of the ingredients. Auch das Aussehen ist wichtig. Das richtige Glas macht das Getränk noch besser. Honey, oh, that bit of sweetness is just perfect. It adds the most delightful note to each sip. Ich freue mich, dass selbst der letzte Tropfen dieses Getränks Sie erfreuen konnte. That is marvelous. I'm feeling much better now, thank you. What tool was it you needed? A quantum flux regulator Mark II? I have one of those right here. Please take it as a thank you. Ach, Gott sei Dank. Auf zu Scotty. Ich hoffe, er redet nicht wieder über Alkohol, sondern macht seinen Job hier. Das wäre sehr nett. Ja, ihr seid auch noch da, ich weiß. So, komm her, Scotty. The right tool for the right job. I'll start making the adjustments, but I don't know if I've got enough time. You can't change the laws of physics. The trionic energy levels keep rising, and sensors show the blasted comet is to blame. Modulating the shields is not going to be enough. Something needs to be done about that comet if we're going to live to see the morning. Okay. Captain, für den Augenblick ist die Station sicher, aber wir müssen uns immer noch um den Kometen in der Umlaufbahn kümmern. Deswegen sind wir eigentlich auch hier. Wenn die Devidianer dessen Energien nutzen können, dann können sie den Großteil dieses Sektors in ihre Phasenabweichung hineinziehen. Vergangenheit, Gegenwart, alles wird auseinandergerissen. Auf das Schiff biegen. Ach, die alten Kontrollen hat man nochmal gesehen. Finde ich mal schön. Die Laufbahn des Kometen wird ihn nicht näher an die Station heranführen, als er jetzt ist. Wir müssen den Kometen zerstören, solange wir noch Zeit dazu haben. Eine Gruppe klingonischer Schiffe hat das System erreicht. Das Führungsschiff ruft uns, Sir. Die Mitteilung wird auf den Bildschirm geleitet. Ah, a ship from the house of Duras. I am Captain Bavot, son of Warot, and leader of my house. My brother died due to Duras' treachery. I will avenge his death with the destruction of 100 Duras ships. Prepare to die! Nicht der schon wieder, Captain Bavot. Der ist so nervig. Taucht noch überall auf. Captain, wir können den Kurs der Ereignisse nicht noch stärker ändern, als er bereits geschehen ist, und wir wissen, dass Captain Bavot diesen Tag überlebt. Wir müssen versuchen, seine Streitkräfte zu deaktivieren. Er wird Verstärkung anfordern. Wir müssen diesen Kometen zerstören und unsere Zeit zurückkehren, bevor wir überwältigt werden. Erstmal scannen wir das Glas. Oder Magnetizerz, was auch immer das ist. Dankeschön. Nee, das ist Gas gewesen. Das Erz ist da hinten. Der schon mal weg. Ist den mal anvisieren. Hallo, jetzt mach den doch. Gott, was war das? Sehr schön.
jetzt mal hier so einen kleinen Laserturm aus. Den können wir nämlich gebrauchen. Da werden gleich noch mehr Schiffe kommen. Wie viel löchert der Schleier? Okay. Und da kommen Gegner. Wow. Und jetzt echt mein... Gut. Ist weg. Der wird auch gleich weg sein. So. Weiter an den Kometenzerstörung. Oh Gott. Oh, ein schwerer Wassertorpedo. Das ist gut. Auch hinter uns sind schon wieder Gegner, ne? Ja. Geben aber auch nicht auf. Klingonen. Wo denn sowas von unterlegen sind. So, haben wir kurz geheilt. Jawohl. Und dann sind sie weg. So, hier, komm. Ja, das zieht ja nicht mal automatisch den nächsten an. Los, komm. Schießen. Den wird links erledigen. Muss ich doch. Ah, hier war noch ein Splitter. Wir scannen mal kurz. Hallo? Okay. Das war seltsam. Aber egal. Und eben nicht. Ups, Rückgang. Aber egal. Geschwindigkeit kann es auch nicht schaden. Ja, wir haben jetzt stärkere Schiffe, oder? Kann ich jetzt das scannen? Ah. Jetzt geht es. Sehr schön. Magnesit. Und da unten ist der Komet. Du darfst auch anfangen zu feuern. Hä? Endlich. Also irgendwas ist hier echt verbuggt. Das ist sehr seltsam. Noch ein schwerer, okay. Bei meiner Raumgeschwindigkeit, Privatschiff wurde stark beschädigt. Ja, wir zerstören auch nur das hier. Sehr schön. Oh, da kommt links, kommt zurück. Weiß wohin fliegt. Mit freundlichen Grüßen. Wir haben es geschafft. Die verbleibenden Kometentrümmer sind zu klein, um noch eine Gefahr darzustellen. Jetzt müssen wir nur einen Weg finden, um
Ein Augenblick, Sir, ich entdecke eine temporale Auffälligkeit. Sie formt sich hinter der Fenrir. If you are receiving this message, then you and your crew have completed your mission. Driffin's comet is destroyed, and the Davidians are no longer a threat to the Federation. You've done well. And to prove that I'm not the immoral monster that some make me out to be, I'm going to help you. When you last docked at Deep Space K7, I had some modifications made to your vessel. One of those is the addition of a Borg temporal node salvaged from a cube in the Batron cluster. It's set to return you to our time. Congratulations on a job well done. Drake out. Aha. Das ist ja sehr schön. Also können wir einfach so wieder zurück. Danke, Sektion 31. Ja. Was nur so toll ist die andere Frage. Wir sehen wieder normal aus. Und dann reden wir mal mit ihm. Excellent work. I knew I could count on you. The disappearance of Driffin's comet in the 23rd century will be a scientific curiosity. I have taken steps to suppress information that might reveal our involvement, and I trust that you and your crew will refrain from telling stories about what happened here. After all, we're getting along so well. One thing I hope you'll take away from all this is that any opinion you may have of the immorality of so-called rogue elements like Section 31 is a bit naive. Contrary to popular opinion among some Starfleet officers, we do not spend our days plotting evil and committing random acts of villainy like characters in a bad holo novel. We protect the Federation from threats. Thanks to you, the Davidians are no longer on that list. If you think about it, everything we do is to preserve the freedoms you so enjoy. You should be grateful. Drake out. Ja, schön, danke für diese Belehrung. Was haben wir denn hier? Wir nehmen mal den Disruptor. Until next. Congratulations, Captain. Level 37. Das ist auch toll. Gut, haben wir den beendet. Starfleet medical has analyzed the reports of the attacks on ship and stations near the Klingon border, and they've noticed something. All of the materials that the Klingons and Gorn were stealing are associated with genetic resequencing. We think that they've started a new augmentation project. We need you to go to the Korvat system in the Beta Quadrant and meet with Chirurgeon Petrel. He is one of the Federation's top medical researchers. He should be able to tell us more about how far along the Klingon research program might be and what they can do with the supplies they've stolen. Aha, okay, machen wir doch. Akzeptiert. Kommen wir wieder zu der Geschichte zurück. Da kam ja Mr. Drake dazwischen mit seinen Devianern. Aber jetzt können wir endlich mal untersuchen, was die da mit den Gorn, also was die Gorn und die Klingonen vorhaben. Aber erstmal verteilen wir Punkte. Nein. Wo hatte ich doch angefangen? Hier. Mehr Waffenenergieleistung. So, wir machen ja hier einen auf Hit and Run. Weiß zwar nicht, ob ich daran gut bin, aber als Taktiker dachte ich mir, passt das. Und wir fliegen jetzt dahin und dann mache ich jetzt hier Folgenende, wie immer. Und wir sehen uns dann nachher in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.